Freies Improvisieren ist einfach mal laufen lassen ohne eine Wertung. Das ist leichter gesagt als getan. Allerdings zeige ich dir hier in diesem Video, wie du damit anfangen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nikolai Kamp Trompetentraining. Genauso richtig wie es ist, nach Noten zu trainieren, so schön ist es auch, wenn man es einfach mal laufen lässt. Das heißt, Augen zu, sich einen Rhythmus vorstellt, und so weiter und so fort, und man versucht dort eine Geschichte zu erzählen. Das heißt, man nimmt sich eine Skala wie zum Beispiel Pentatonik auf B, die liegt rein technisch gesehen sehr einfach für uns Trompeter, und dann erzählt man eine Geschichte. Wichtig ist dabei, dass man es nicht zu wild angeht, sondern dass man erstmal wirklich langsam sich versucht einzugrooven, Motive sich zurechtzulegen, eine Geschichte zu erzählen, achttaktige Phrasen zu bilden etc. pp. Also die Töne von der Pentatonik auf B sind B, C, D, F, G. Und das natürlich übertragen dann auch nach oben in die zweigestrichene Oktave, dreigestrichene Oktave, je nachdem, wie man eben improvisieren frei spielen möchte. Das heißt, unser erster Einstieg in das Improvisieren ist natürlich erstmal diese Tonskala zu spielen. 2, 3. Das waren jetzt diese 5 Stammtöne der B-Pentatonik. Jetzt gehe ich natürlich noch drüber hinaus. Das heißt, ich habe natürlich auch nach oben weiterhin die gleichen Töne, allerdings natürlich nach oben übertragen. Auch das spielen wir jetzt mal. Wir gehen bis zum G nach oben und eben wieder zurück. G2. 1, 2, 3. Genug einatmen ist natürlich immer von Vorteil. Und wenn man jetzt diese Töne hat, kann man natürlich auch nicht nur beim B starten, sondern zum Beispiel auch beim G. Das heißt, und jetzt kannst du meine Ventile beobachten, wir haben nur noch die Griffe 0 und 1. Nur so ein kleiner Ausschnitt. Natürlich jetzt, wenn ich nach unten zum D1 spiele, habe ich natürlich 1 und 3. Und dann kann ich noch ein paar Schleifer einbauen. Zum Beispiel, wenn ich zum D spiele, kann ich noch übers Cis gehen, so eine kleine Blue Note einbauen, damit es einfach ein bisschen grooviger, ein bisschen jazziger, ein bisschen jammiger klingt. Und da sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Mein Tipp für dich, fang erstmal mit den Stammtönen an. Und danach kleine Motive. Starte auf unterschiedlichen Tönen. Nicht immer nur auf dem B, starte auf dem D, auf dem C, auf dem F, auf dem G und baue so neue Ideen in dein freies Trompetespielen ein. Und du wirst merken, wenn du die Augen schließt und diesen Rhythmus in deinem Kopf imaginär laufen lässt, du wirst anfangen, freier zu spielen, neue Ideen zu sammeln und einen ersten Schritt ins freie Improvisieren gehen. Das kannst du natürlich auch auf andere Pentatonik-Tonleitern übertragen, wie zum Beispiel auf C, C, D, E, G, A wären da die Töne. Du kannst natürlich auch C, D, S, also dann in Richtung Moll gehen. Auch bei dieser B-Pentatonik hat man vorhin dieses D, auch da kannst du natürlich Des einbauen und so weiter und so fort. Also du kannst anfangen, frei zu improvisieren, neue Farben zu entdecken während deinem Spiel, und du wirst merken, du wirst an mancher Stelle anders abbiegen, als du es gewohnt bist, und zum Beispiel auch mal ein A mit einbauen, oder du landest auf einem Ton, der eine ganz andere harmonische Perspektive öffnet, und dort natürlich dann auch beginnen, andere Töne mit einzubauen, und so kommst du langsam in dieses freie Spiel und sammelst Ideen, bist kreativ und lässt die Töne einfach mal fließen. Erzähl musikalisch deine eigene Geschichte und schreib in die Kommentare, wie es bei dir funktioniert und welche Ideen du bereits mit dem freien Improvisieren umgesetzt hast und was bei dir am besten funktioniert hat. Lass am Ende von dem Video noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.